Wir ersetzen die ganze Flotte im laufenden Betrieb. Wir haben im Vorfeld uns Gedanken gemacht, was könnte die beste Maschine sein. Und der Typenentscheid ist dann eigentlich sehr schnell gefallen auf den H145 D3. Rega ist immer interessiert an neuer Technologie, Fortschritten. Die Schritte, die wir jetzt gemeinsam unternehmen, werden dem gesamten HEMS-Bereich helfen, die Rettungseinsätze in einem noch umfangreicheren Envelope durchführen zu können. Wir wollen die Produkte, die wir operieren, die wir für den Patienten einsetzen, dass die laufend besser werden. Das ist nicht nur beim Helikopter so, das ist bei der medizinischen Ausrüstung so. Das treibt uns an. Wir sind auch so, dass wir unsere Erfahrung eben den Herstellern auch weitergeben und sagen, nehmt unsere operationelle Erfahrung, das ist gut, das ist nicht gut und macht etwas daraus. Wir sind hier am Standort Donauwörth von Airbus Helicopters Deutschland. Und hier ist der Standort, wo die Endmontagelinie der H145 und H135 sind. Wenn man sich die ganze Fertigungslinie anschaut, haben wir ca. 1000 Mitarbeiter, die am Rega-Projekt gearbeitet haben. Also Austausch vor Ort sind wichtig, damit wir ein bisschen spüren, was Airbus macht, wo sie stehen. Der Vorteil ist auch, dass bei Airbus sehr schnell Spezialisten verfügbar sind, wenn es irgendeine Frage gibt. Ich denke, die Gesamtzusammenarbeit mit der Rega und dem Rega-Projektteam ist sehr angenehm. Man spürt auch, dass alle gemeinsam als ein Team auf ein Ziel hinarbeiten. Und das ist äußerst angenehm. Die Faszination an der Rega ist, dass wir unglaublich viele Arten von Einsatzflügen tun. Wir können uns so einen Flottenersatz nur leisten, dank der Gönner, die uns im Rücken stehen und die mithelfen zum Finanzieren. Unsere Crews kommen ein modernes Arbeitsgerät an die Hand über. Natürlich profitiert vor allem auch der Patient am Schluss. Er hat eine Erstversorgung, die seines Zeichens sucht. Und das macht einem schon stolz, dass wir mit der Gönnerschaft das machen können. Rega ist sehr erfahren im ES-Bereich. Und damit können wir unsere Flotte, unsere Maschinen spezifisch für die EMS-Betreiber deutlich verbessern. Es gibt ein paar neue Möglichkeiten im Bereich Instrumentenflug. Das heisst, die Navigation ist präziser. Wir können Anflüge machen, die wir bis jetzt nicht machen können. Der grosse Unterschied zum bestehenden sogenannten Gebirgsheli ist sicher die Reichweite. Das heisst, wir können mehr Einsätze aneinander fliegen, ohne müssen tanken. Das ist gerade in Zeiten, wo sehr viele Einsätze in kurzer Zeit sind, wichtig. Wir haben die Möglichkeit, dass wir ein sehr gutes Produkt bekommen mit einer sehr guten Ausstattung, wo wir nachher dann multifunktionell einsetzen können auf all diesen Einsätzen, die wir tagtäglich fliegen. Ich freue mich vor allem, wenn der erste Helikopter dann die ersten Leute retten kann und wenn die Piloten und die Rettungssanitäter zurückkommen und machen mich einfach toll, das ist eine super Maschine.